Der Welsheimer Wald. Das wird wieder eine Menge Wald. Ja, Römer gab's massenhaft. Fast ganz vorne. Oh, ich spüre kalt, Heidenei. Der Welsheimer Wald. Das wird wieder eine Menge Wald bei unserer Tour. Durch die Waldregion rund um Welzheim. Wir sind schon einige Male durch diese landschaftlich reizvolle Gegend gefahren. Regnerisch an Murr und Wieslauf ist einer der Filme. Grün der Rot ein anderer. Und irgendwie gehört Regen dazu, wenn wir durch den Welsheimer Wald fahren. So auch heute. Jetzt also eine klassische Runde mit Besuch in Welzheim. Wir fahren zunächst mit der S-Bahn nach Schorndorf. Die Region rund um Welzheim gilt als eigenständiges Gebiet im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von Schorndorf geht es zunächst der Rems entlang durch Urbach, Lüderhausen, Waldhausen bis Lorch. In Lorch biegen wir links ab und fahren entlang der Spuren der Römer durchs Hasselbachtal. Ja, Römer gab's massenhaft in dieser Gegend. Noch heute zeichnet die Bewohner dieses Waldgebirgs ein kräftigerer Körperbau und regsamerer Geist vor denen in den nächstgelegenen Talebenen aus. Das schrieb 1816 Justinus Kerner. Heute würde man dafür ins Gefängnis kommen. Am Ende des abgeschiedenen Tales erwartet uns eine böse Steigung hinauf nach Versbach. Von dort nach Alfdorf. Das sieht aus wie das Schloss.
Es ist Schluss. Das obere Schloss in Alsdorf wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut und ist jetzt Rathaus. Ich habe mich nämlich gestern gefragt, woran man die unterscheiden kann. An der Stachler. Aber die sind hier nicht besonders Die sind ja ausgeprägt. jetzt klasse. Die sehen ja gesund aus. Zeig mal, komm. So richtig gesund. Sehen aus wie kleine Tierler mit denen. Lecker, lecker. Von Alsdorf weiter entlang dem Leinecksee und dem Eisenbach-Stausee nach Welzheim. Bitte betreten Sie nicht die Seefläche. Die Frage, wie viele Leute schon probiert sind. Außer Jesus. Unterwegs machen wir Mittagsrast. In Welzheim erreichen wir zunächst das römische Ostkastell. Die ganze Gegend war voller Römer. Und in Welzheim gab es 2 römische Militärlager. Und es gibt ein Ostkastell und ein Da können wir Westkastell hinradeln. und ein Bad. Natürlich ein Bad, war ja klar. Ja, die Römer ohne Bad. Wie gesagt, die ganze Gegend war damals entlang dem obergermanisch-rätischen Limes voller Römer. Bei der Friedenstour haben wir das östliche Ende des obergermanisch-rätischen Limes besucht, bei Abusina. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Film gesehen. Schreibt's mir in die Kommentare. Nach einer kurzen Runde durch Welzheim treffen wir auf die Bahnschienen der Wieslauftalbahn. Heute wird die einst stillgelegte Strecke von der Schwäbischen Waldbahn GmbH betrieben. An manchen Tagen als Museumsbahn unter Dampf. Wir biegen links ab und nehmen eine Abkürzung vorbei an der Sternwarte. Durch Eselshalden hinunter zum Bundeswehrdepot, wo wir am Hagsteig einen Blick haben auf den Bergrutsch am Kirchsteig bei Urbach. Vor 20 Jahren rutschte an dieser Stelle ein gewaltiger Streifen ins Tal. Aber aus dieser Tragödie wurde ein tolles Stück Natur. Freilich hat sich das Regierungspräsidium damit sehr schwer getan. Aber immerhin, 8 Jahre später wurde tatsächlich ein Naturschutzgebiet draus. Jetzt geht es die letzten 7 Kilometer nur noch abwärts durch Urbach und zurück an der Rems bis Schorndorf.